Habt ihr schon mal mit einem Paddel Stocktechniken trainiert? Ich bin ins Wasser gestiegen und habe einfach mal ausgelotet, was man damit alles anstellen kann. Ich bin Dirk vom Kanal Nimpo Ralf und nach dem kurzen Trailer zeige ich euch ein paar Trainingsimpressionen und ein paar Übungen. Für das Training musste mein Jo-Stab herhalten, an dem ich unten ein montierbares Paddelblatt aus Kunststoff montiert habe. Damit verlängerte sich mein Jo um ca. 40 cm und lag mit der Gesamtlänge zwischen Jo und Bo. Um sich im Wasser mit dem Stab zu bewegen, empfand ich die Haltung Tenchi Chin ideal. Als erste Standardübung versuchte ich natürlich Bofuri im Wasser auszuführen. Die Wassertiefe betrug etwa 80 cm und ich musste dabei aufpassen, dass mein Paddelblatt nicht unter Wasser geriet, da durch die Krümmung oder durch das gebogene Paddelblatt es schwer war, damit unter Wasser die Richtung zu halten. Ich verlagerte den Drehpunkt kurz hinter das Paddelblatt und damit war es also ganz leicht, das Paddelblatt über Wasser zu halten. Das andere Stockende, was durchs Wasser ging, wurde sehr stark abgebremst, weswegen ich versuchte, mit diesem Ende auch Wasser nach vorne zu spritzen, ähnlich wie Sand werfen oder Mitsubishi nach vorne werfen. Die Idee dahinter ist, mir einen kleinen Vorteil zu verschaffen, um den Angreifer auf Distanz zu halten, damit ich Zeit habe, den Stock nach vorne zu bringen. Nun versuchte ich Stockstiche mit dem Paddel. Zuerst über dem Wasser, dann versteckt aus dem Wasser heraus mit dem Stockende, dann mit dem Paddelblatt und zuletzt versuchte ich die Stellung des Paddelblatts während des Ski zu variieren. Den Ski mit einer Folgetechnik zu kombinieren, übte ich als nächstes. Mein Schwerpunkt lag hierbei darauf, meinen Paddelstock abschließend immer wieder unter der Wasseroberfläche zu verbergen. Die Wassertiefe betrug etwa 1,10 Meter, kombiniert mit einer tiefen Kamei. Gegen Ende der Trainingseinheit befasste ich mich mit zwei Details noch etwas näher. Als erstes übte ich den Tento-Uchi mit Sprungwende rechts und links mit anschließendem Griffwechsel am Stab. Zum Abschluss probierte ich verschiedene Möglichkeiten, aus der Jota no Kamae mit dem Paddelblatt Wasser nach vorn zu spritzen, um eine optimale Variante herauszufinden. Fühlt ihr euch jetzt inspiriert, selber mal mit dem Stab ins Wasser zu steigen, dann habe ich an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp für euch. Sucht euch auf jeden Fall eine Stelle, die nicht so schlammig ist wie bei mir. Denn das Wasser wird sehr aufgewühlt und der ganze Schlick kommt nach oben und es fängt ziemlich an mit Stinken. Zum Schluss habt ihr das Ganze auch an den Klamotten. Außerdem denke ich mir, habt ihr auch keine Lust drauf, diese Brühe im Mund oder im Gesicht zu haben. Wie fandet ihr diese kleine Trainingsimpression? Beziehungsweise habt ihr selber auch schon mal mit einem Paddel trainiert? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage Tschüss, euer Dirk von Nimpo Ralf.